Ja, ist denn die Procter Gamble auch in diesem Jahr, also im Sommer 25, kaufenswert? Der Aktienkurs, der ist ja zuletzt etwas eingebrochen und wir analysieren heute mal die aktuelle Situation, woran das eigentlich liegt. Und wenn ihr mal hinter mir schaut, danach schauen wir auf die Profitabilität der Procter Gamble Aktie, wie viel Belohnung bei einem Investment für uns als Aktionäre auch herausspringen würde. Wir schauen auf die Sicherheit eines Investments und auf die aktuelle Bewertung und was auch eigentlich das Fair Value wäre der Procter Gamble Aktie. Und dann vergleichen wir sie natürlich noch mit Wettbewerbern aus der Konsumgüterbranche, die in ähnlichen Geschäften auch tätig sind. Willkommen auf meinem Kanal Nicoles Aktiensteckbriefe. Wie immer helfe ich euch dabei, neue Aktien zu entdecken und Unternehmen zu verstehen. Ich bin Nicole und los geht's. Ein kleiner Disclaimer vorab. Ich gebe hier auf meinem Kanal keine Anlageempfehlungen, sondern analysiere mit euch zusammen Aktien und ihr bildet euch selber eure Meinung und entscheidet, was ihr mit eurem Geld macht. Der Procter Gamble ist ja wirklich ein Unternehmen, was Güter herstellt für den täglichen Bedarf. Ihr wascht zum Beispiel eure Wäsche, putzt die Wohnung, duscht am Morgen oder rasiert euch, dann begegnet ihr im Alltag ziemlich häufig den Produkten von Procter Gamble. Saubere Wäsche, zum Beispiel Ariel und Lenor, sind Marken von Procter Gamble. Beim Putzen helfen Swiffer, Fairy oder auch Meister Propper. Und für die Körperpflege beim Duschen nehmt ihr vielleicht auch Head Shoulders, Pantene, Old Spicy oder Olay. Und für die Rasur, da kennt ihr vielleicht Gillette oder Venus. Und insgesamt hat Procter Gamble über 60 Marken, auch in der Damenhygiene wie Always und so weiter, aber auch Zahnpasta. Und Procter Gamble ist allgemein einfach ein Gigant, der im Alltag oft auch ganz unauffällig mitmischt. Aber hinter diesen Produkten steckt in vielen Fällen Procter Gamble. Ja, Procter Gamble ist ja als solider, stabiler Dividendenzahler für viele Investoren auch gerne im Depot, aber aktuell kämpfen sie mit ein paar Herausforderungen. Ja, denn das Unternehmen steckt gerade in einem etwas schwierigen Marktumfeld. Das hat auch sein Ziel für organisches Umsatzwachstum um 2% gesenkt, was erstmal ein kleines Warnsignal ist. Aber gleichzeitig gingen die Nettoumsätze im ersten Quartal auch noch um 2% zurück. Aber noch gravierender ist, dass seit Januar die Verbraucherstimmung um satte 30% eingebrochen ist. Das liegt vor allen Dingen an den Preiserhöhungen, die auf leere Geldbeutel treffen, und die Stimmung drückt auf die Verkaufsvolumina. Zusätzlich steckt Procter Gamble aber noch in einer Greenwashing-Klage wegen irreführender Umweltsiegel. Auch auf der Handelsseite gibt es Gegenwind. Die Lagerhaltungsdynamik im Handel nimmt auch ab. Und als wäre das nicht genug, Rohstoff- und Verpackungskosten, die drücken auch noch die Marge, vor allen Dingen auch wegen neuer Importzölle, aber das könnte sich eventuell ja bald wieder regeln. Und die Folge davon ist auch, dass JP Morgan Procter Gamble direkt vor den Quartalszahlen noch auf neutral zurückgestuft hat. Das alles zeigt halt, selbst solche Marktführer wie Procter Gamble stehen unter Druck und die nächsten Quartale dürften halt spannend werden. Aber Procter Gamble haben das erkannt und sie reagieren auch auf die aktuellen Herausforderungen. Mit harten, aber auch mit strategischen Maßnahmen. Besonders deutlich ist hierbei, dass sie 7000 Stellen im Verwaltungsbereich streichen möchten. Das entspricht ungefähr 8% der kompletten Belegschaft. Dahinter versteckt sich aber ein komplettes Restrukturierungsprogramm, was halt auch diese Personalkürzungen umfasst. Insgesamt soll das ganze Portfolio auch verschlankt werden, Prozesse mehr und mehr digitalisiert werden und die Lieferketten auch zunehmend automatisiert werden. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen aber auch an mehr Transparenz in der Lieferkette, um diese Greenwashing-Klagen auch in Zukunft zu vermeiden, um bessere Lieferantenprüfungen durchführen zu können und klarere ESG-Kriterien auch erfüllen zu können. Das Ziel ist dabei eigentlich klar, sie möchten Effizienz steigern und vor allen Dingen Kosten senken und das Vertrauen der Stakeholder auch zurückholen. Der Vorstand von Procter Gamble, besonders der CEO John Möller, zeigt sich aber auch optimistisch und sagt, wir haben moderates organisches Wachstum in volatilen Umfeldern und haben deswegen auch den Ausblick jetzt angepasst nach dem ersten Halbjahr 25, bleiben aber langfristig wirklich optimistisch. Mit Blick auf Procter Gambles Umsatzverteilung zeigt sich, woher das Geld kommt. Mit 36% ist Fabric and Home Care das stärkste Segment, also Marken wie Ariel, Lenor oder Febreze. Dahinter folgen Baby-, Familien- und Frauenpflegeprodukte mit 24% und Beauty-Produkte mit 18%. Regional gesehen ist Nordamerika das klare Schwergewicht. Über die Hälfte des Umsatzes kommt nämlich von dort. Europa bringt als zweitstärkster Kontinent 22%. Alle anderen Regionen bewegen sich hier eher im einstelligen Bereich. Also Procter Gamble ist schon abhängig von
den US-Konsumenten, und da liegt auch gerade so ein bisschen das Risiko. Dann schauen wir doch jetzt mal, wie profitabel die Procter Gamble wirtschaften und kommen damit zu Punkt Nummer 2, der Profitabilität. Procter Gamble wächst stabil. Der Umsatz ist in den letzten 5 Jahren von 71 auf 84 Milliarden US-Dollar angestiegen, und auch der operative Gewinn, der kletterte von 15,7 auf 18,5 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2024. Der Jahresüberschuss, der blieb dabei fast konstant bei rund 14,9 Milliarden US-Dollar. Procter Gamble, die liefern also schon eigentlich robuste Zahlen trotz globaler Herausforderungen. Wie steht es denn um die Margen? Das schauen wir uns jetzt mal an. Wenn wir uns Procter Gambles Profitabilität mal genauer anschauen, dann fällt die Nettogewinnmarge mit 4,4% schon auf. Das klingt erstmal niedrig für ein Unternehmen dieser Größenordnung. Aber die Eigenkapitalrendite liegt bei satten 30%. Das heißt, Procter Gamble holt aus jedem Dollar Eigenkapital schon ordentlich Gewinn raus. Und auch beim Return on Invested Capital steht das Unternehmen stark da mit 20%. Das ist eine echt solide Kapitalverzinsung des gesamten Kapitals. Das zeigt auch, wie effizient mit dem eingesetzten Kapital insgesamt gearbeitet wird. Und die Charts hier von Investing Pro, die zeigen halt auch, dass es Procter Gamble seit Jahren schafft, trotz Marktdruck eigentlich immer gute Renditen zu erzielen. Die Dividendenrendite von Procter Gamble liegt derzeit bei 2,7% mit einer Jahresdividende von 4,23 $ je Aktie. Das ist solide, vor allem wenn man den langfristigen Track Record auch mal anschaut und dass sie kontinuierlich Dividenden erhöhen. Nämlich schon seit satte und schreibe 68 Jahren. Also Procter Gamble ist nicht nur irgendein Dividendenzahler, sondern tatsächlich ein Dividendenaristokrat. Im letzten Jahr lag das Wachstum der Dividende bei 7%, über 5 Jahre im Schnitt pro Jahr bei 6% und im 10-Jahres-Schnitt bei 4,7%. Und genau deswegen ist Procter Gamble auch für viele Anleger so beliebt, einfach wegen seines langen Dividenden-Track-Records. Denn dadurch bekommt man einfach stetigen Cashflow und auch eine gewisse Verlässlichkeit. Damit das auch sichergestellt ist, dass es so weitergeht, schauen wir doch jetzt mal auf die Ausschüttungsquoten. Procter Gamble schüttet im Moment 63% ihres Gewinns aus und 65% des freien Cashflows als Dividende. Das ist noch in einem gesunden Niveau, sollte aber jetzt nicht extrem steigen. Ja, warum ist das wichtig? Weil das nicht ausgeschüttete Geld ja auch wieder zurück ins Eigenkapital fließt und die sogenannte nachhaltige Wachstumsrate davon dann direkt beeinflusst wird. Denn sie zeigt, wie ein Unternehmen aus eigener Kraft wachsen kann, also ohne neue Schulden oder Kapitalerhöhungen aufnehmen zu müssen. Bei Procter Gamble liegt diese nachhaltige Wachstumsrate bei ungefähr 11,1%, basierend auf der Eigenkapitalrendite von 30% und der Ausschüttungsquote von 63%. Das ist erstmal ein guter Wert. Denn das heißt, dass trotz hoher Dividenden noch genug im Unternehmen bleibt, um weiteres Wachstum auch zu finanzieren. Und damit ist das ein starkes Signal auch für langfristige Investoren. Ja, neben der Dividende setzt Procter Gamble auch auf Aktienrückkäufe als zusätzliche Form der Kapitalrückführung an die Aktionäre. Die aktuelle Rückkaufrendite liegt bei 1,3%. Die Tendenz ist hier aber sehr schwankend. Sie hatten auch schon mal Jahre, in denen sie einfach mehr Aktien zurückgekauft haben. Aber dass sie welche zurückkaufen, ist schon die Regel bei Procter Gamble, je nach Marktumfeld halt und auch nach freiem Cashflow. Und langfristig reduziert damit das Unternehmen auch die Aktienanzahl am Markt und kann damit den Gewinn pro Aktie auch steigern. Und damit ist das auch noch so ein stiller Rendite-Turbo für Investoren. Ja, wie viel Rendite hätte uns die Procter Gamble denn in den letzten Jahren tatsächlich eingefahren? Schauen wir da mal drauf. Also in den letzten 10 Jahren hat Procter Gamble mit Dividenden eine Gesamtrendite von 137% erzielt. Es wäre also etwas mehr als eine Verdopplung gewesen. Ohne Dividenden wäre der reine Kursgewinn nur 96% gewesen. Auf die 5-Jahressicht hat man mit Dividenden plus 40% erreicht und ohne Dividenden 25% reinen Kurswachstum. Das zeigt schon, dass der Total Return, also Kursgewinn plus Dividende, bei Procter Gamble ein entscheidender Performance-Treiber auch ist, weil die Dividenden schon einen hohen Anteil ausmachen. Man sieht aber auch, es ist jetzt kein High-Performer, mit dem man in kurzer Zeit schon viel Rendite erwirtschaftet. Wer langfristig investiert bleibt, der wird auch dann die Früchte ernten. Und damit hätten wir Punkt 3 schon abgehakt und kommen nun zu Punkt 4, der Sicherheitsbetrachtung. Und dazu schauen wir zuerst mal auf die Verschuldungsquoten. Ja, Procter Gamble stehen eigentlich auf einem stabilen Fundament, denn die Gesamtverschuldung zum EBITDA liegt nur bei 1,4 Jahren. Das heißt, mit dem aktuellen Gewinn vor Steuern und Abschreibung könnte das Unternehmen seine gesamten Schulden in gut einem Jahr und ein paar Monaten tilgen.
Auch im Verhältnis zum Eigenkapital sieht das hier sehr gut aus. Die Verschuldung beträgt gerade mal 8,4 Cent je Euro Eigenkapital, also ein Wert von 0,084. Ja, und auch der Zinsdeckungsgrad, also wie oft Procter Gamble die Zinsen mit dem aktuellen EBIT decken könnte, der hat in den letzten Jahren etwas abgenommen, liegt aber immer noch bei 23,3. Das ist noch in Ordnung. Der Verlauf des Free Cashflows ist sehr erfreulich, denn der Trend zeigt nach oben. Hat zwar immer mal ein bisschen geschwankt, aber in der Tendenz ist wirklich der Cashflow konstant angestiegen. Und damit bleibt noch genug Liquidität auch übrig zum Zahlen von Dividenden oder für weitere Investitionen ins eigene Unternehmen. Oh je, jetzt kommt aber mal ein kleiner Dämpfer bei all der Stabilität vorher, denn der Buchwert je Aktie liegt nur bei 21,96 $, während der aktuelle Aktienkurs bei 157 $ steht. Das ist das Siebenfache. Und der materielle Buchwert, also der Substanzwert, der Wert ohne Marken, Patente oder Goodwill, der ist sogar negativ, bei minus 4,82 $ je Aktie. Das zeigt schon, dass Procter Gamble stark markengetrieben ist, die Marken also stärker bewertet sind, als das Unternehmen eigentlich substanziell selber wert ist, bilanziell sehr schlank aufgestellt ist. Also Substanz sieht hier rein bilanziell schon anders aus. Für Value-Investoren könnte das ein kleines Warnsignal sein, für Markenfans aber schon ein bewusstes Investment in immaterielle Stärke. Damit kommen wir zu Punkt 5, der Bewertung und des Fair Values. Procter Gamble ist kein Schnäppchen, aber auch kein Extremfall. Das KGV liegt bei 27,9, das ist schon leicht über dem historischen Schnitt. Beim Preis zum Free Cashflow-Verhältnis steht Procter Gamble bei 24,6. Das ist solide, aber am oberen Rand für Konsumgüter. Und das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt bei 8,2, das heißt, Anleger zahlen viel für Marken, Marktstellung und auch Stabilität. Was wäre denn jetzt eigentlich der Fair Value von Procter Gamble? Sind wir hier über- oder unterbewertet? Ja, laut Investing Pro liegt der faire Wert von Procter Gamble bei 128,76 €, leicht unter dem aktuellen Kurs von 134 €. Das bedeutet ein moderates, ein Abwärtspotenzial von 3,9%. Also hier ist Procter Gamble tatsächlich ein wenig überbewertet. Die meisten Finanzmodelle und Analystenschätzungen sehen den Kurs fair bewertet bis leicht überbewertet. Die Spanne hierbei reicht von 82 bis 143 €. Analysten sind allgemein aber optimistischer. Ihr Durchschnittsziel liegt bei 146,73 €. Das ist also kein klarer Schnapper, aber jetzt auch keine Übertreibung, schon leicht überbewertet. An dieser Stelle möchte ich euch selbst auch nochmal das Tool Investing Pro empfehlen, weil es wirklich so viele Analysemöglichkeiten gibt und auch KI-basierte Analysen, um neue spannende Aktien entdecken zu können. Schaut gern mal rein, der Link ist unten in meiner Videobeschreibung. Laut Aktienfinder liegt der faire Wert von Procter Gamble bei rund 154 $, berechnet auf der Basis des bereinigten Gewinns und des historischen KGVs von 22,7. Der aktuelle Kurs von 157,56 $ liegt nur 2,3% darüber, also schon genau in dem Rahmen. Hier liegt auch eine ganz, ganz leichte Überbewertung vor. Und damit sind wir auch schon bei Punkt 6, meinem Wettbewerbervergleich, angekommen. Ja, Procter Gamble misst sich weltweit schon mit starken Markenriesen, darunter Henkel aus Deutschland, Reckitt Benckiser, Colgate-Palmolive oder auch Kimberly-Clark. Aber in vielen Segmenten ist Procter Gamble hierbei auch der Marktführer. Im Bereich Fabric and Home Care liegen sie mit 35% Marktanteil an der Spitze und bei Rasierklingen sogar mit über 60%. Im Bereich Beauty, Oral Care und Healthcare, da erreichen sie auch um die 20%. Ein wichtiger Name ist außerdem noch Unilever, den habe ich aber in meinem Vergleich jetzt nicht mit aufgeführt, weil die einfach ein zu großes Food-Segment haben, das einfach die Zahlen auch verfälschen würde im Vergleich. Vergleichen wir mal die Profitabilität der Wettbewerber mit Procter Gamble. Bei der Gewinnrendite, also der Nettogewinnmarge, liegt Procter Gamble solide im Mittelfeld mit rund 4,5%. Henkel und Reckitt Benckiser schneiden hier noch etwas besser ab. Ganz anders beim Return on Equity, also bei der Eigenkapitalrendite. Hier dominiert Colgate-Palmolive mit über 400%. Muss man sich mal vorstellen, 400% Eigenkapitalrendite. Der zweitbeste Kimberly-Clark hat hier nur 250%. Bei Colgate-Palmolive liegt es aber auch daran, dass sie einfach sehr wenig Eigenkapital eigentlich immer nur im Umlauf haben und dazu dann natürlich die Gewinne im Verhältnis sehr hoch ausfallen. Ja, Procter Gamble liegt hier mit seiner 30%igen Eigenkapitalrendite schon fast bescheiden,
aber halt eher realistischer. Die extremen Werte resultieren halt bei Colgate und so wirklich aus sehr niedrigem Eigenkapital. Wer hier aber wirklich positiv überrascht, ist die gute deutsche Henkel mit der durchaus höchsten Gewinnrendite, also Nettogewinnmarge von fast 10%, stechen die hier in dem Vergleich wirklich positiv hervor. Beim Thema Verschuldung liegt Procter & Gamble so im oberen Mittelfeld. Die Gesamtverschuldung beträgt rund 25% des Eigenkapitals. Das ist auch ungefähr vergleichbar mit Reckitt oder auch mit Colgate. Kimberly-Clark ist da etwas konservativer unterwegs und Henkel zeigt sich hier auch am solidesten mit der geringsten Verschuldungsquote im Vergleich. Ja, vergleichen wir mal die aktuelle Bewertung miteinander anhand des KGVs. Procter & Gamble ist mit einem KGV von 27 aktuell einer der am höchsten bewerteten Konsumgüterkonzerne in diesem Vergleich, zusammen mit Reckitt. Die sind auch noch ziemlich hoch bewertet. Colgate und Kimberly-Clark liegen leicht darunter, während Henkel hier wieder mit einem KGV von 14 am günstigsten erscheint. Heißt konkret, wer in Procter & Gamble investiert, zahlt schon einen Aufpreis, also für Stabilität, für diese Markenmacht und die Dividendenhistorie. Dabei liegt die Dividendenrendite bei Procter & Gamble aktuell bei 2,7% und damit sogar am unteren Ende der Konkurrenz. Denn Kimberly-Clark und Reckitt Benckiser, die bieten halt deutlich mehr mit 3,5 bis sogar 4% aktueller Dividendenrendite. Ich habe jetzt hier den Verlauf und die Erhöhung natürlich nicht geprüft. Auch Henkel liegt sogar leicht darüber. Dafür punktet Procter & Gamble halt, wie wir wissen, mit einer Zuverlässigkeit von 68 Jahren in Folge von Dividendenerhöhungen. Das schafft halt einfach Vertrauen. Ja, welches Investment in welches dieser Unternehmen hätte uns denn die meiste Rendite erwirtschaftet? Schauen wir doch da mal drauf. Ja, in den letzten 5 Jahren, wenn man dort auf Procter & Gamble gesetzt hätte, hätte man sich gefreut. Denn mit über 40% Return inklusive Dividenden hat hier Procter & Gamble die tatsächlich am höchsten liegende Rendite. Zum Vergleich, Colgate liegt bei rund plus 30%, während Kimberly-Clark und Henkel kaum vom Fleck kamen, sogar negativen Return bei Reckitt und bei Henkel. Weil wir ja gesehen hatten, dass einige der Unternehmen schon hohe Dividenden auszahlen, schauen wir doch mal auf die Ausschüttungsquote, ob die da überhaupt sicher genug sind. Ja, Procter & Gamble, Kimberly-Clark und auch Colgate-Palmolive liegen hier in einem ähnlichen Niveau im 60%-Bereich oder leicht darüber. Extrem ist aber Reckitt Benckiser mit 112% Ausschüttungsrendite, wird mehr ausgeschüttet, also Ausschüttungsquote wird mehr ausgeschüttet, als verdient wird. Und das ist langfristig schon riskant. Henkel, die im Kursverlauf auch so abgestraft wurden in den letzten Jahren, agieren aber wesentlich konservativer. Sie haben die geringste Ausschüttungsquote von nur 38%. Da ist eigentlich noch Luft nach oben. Und weil wir gesehen haben, dass Procter & Gamble aktuell sogar leicht überbewertet ist, schauen wir mal, wie das bei den Wettbewerbern aussieht. Laut Investing Pro ist ja Procter & Gamble mit minus 4,2% leicht überbewertet. Colgate ist auch leicht überbewertet mit aber nur 0,8%, also sie bewegen sich hier sehr im Rahmen des Fair Values. Mehr Potenzial sehen die Analysten hingegen aktuell bei Kimberly-Clark mit Upside-Potenzial von 9,2%, aber vor allen Dingen bei Henkel mit über 40% Upside-Potenzial. Damit ihr weiterhin spannende Videos von mir sehen könnt und ich motiviert bleibe, auch weiterhin Videos zu drehen, dann drückt doch gerne auf Gefällt mir und abonniert auch meinen Kanal. Also auch wenn ich Procter & Gamble sehr schätze und auch die schönen kontinuierlichen Dividendenerhöhungen mich jedes Jahr erfreuen, muss ich doch sagen, hier in dem direkten Vergleich sticht Henkel für mich als kleiner geheimer Gewinner hervor. Und da lohnt sich definitiv auch mal ein genauerer Blick, woran das liegt, dass das Unternehmen gerade so abgestraft ist, denn die Zahlen und auch die Bewertung, das sieht erstmal alles solide für mich aus. Wenn ich für euch mal die Henkel analysieren soll, dann schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare, weil ich glaube, ich nehme die jetzt mal in Angriff und schau mal, woran das liegt. Wenn ihr euch für weitere starke Dividendenzahler mit Konstanz interessiert, dann schaut euch gerne mal meine Videos an zur Coca-Cola oder auch zur Allianz. Ich habe sie euch beide hier oben mal verkettet. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, ciao, ciao.